Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Kreativ-Espresso hier auf Ulrike Hirsch TV und willkommen zu einer neuen gemeinsamen weltweiten Zeichenaktion. Ja, ihr hört richtig, es gibt eine neue Aktion. Die letzte fand im September statt und ich danke auch hier nochmals von ganzem Herzen allen, die mitgemacht haben dabei. Ich dachte mir, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, jetzt ist es dran und wichtig, eine weitere neue Aktion zu starten. Gemeinsam kreativ sein verbindet. Das war sehr spürbar und das habe ich auch sehr viel gelesen in euren Rückmeldungen nach der Aktion. Also lasst uns eine neue starten mit einem neuen Thema. In den letzten Monaten habe ich sehr viel über Freundschaft nachgedacht und auch sehr viel darüber gelernt. Und ich möchte euch einladen, im Rahmen unserer gemeinsamen Aktion ebenfalls in dieses Thema hineinzuspüren und dabei kreativ zu sein. Es läuft genauso ab wie bei den letzten Malen. Ganz einfach. Ihr geht auf Ulrike Hirsch TV, wenn ihr dort nicht schon seid, zum Kreativ-Espresso Nummer 19 und ladet euch dort die PDF-Datei herunter, die ich bereitgestellt habe. Die druckt ihr euch aus und das ist dann das Blatt Papier, das euch durch den Monat Dezember begleiten wird. Ihr malt jeden Tag ein Feld aus. So sieht das Dokument aus. Das ist euer Blatt Papier und darauf befinden sich viele Felder, 31 Stück, so viele Felder wie der Dezember Tage hat. Etwas ist anders als bei den vorhergehenden Aktionen und zwar befinden sich die aufeinanderfolgenden Felder nicht unbedingt immer alle direkt aneinander. Also hier zum Beispiel ist die 1 und hier die 2, hier die 3. Das heißt, wir malen nicht an aufeinanderfolgenden Tagen direkt aneinander weiter. Ich habe das bewusst so gezeichnet, weil ich Abstand haben wollte zwischen den einzelnen Feldern, sodass im Laufe des Monats eine Aufeinander-zu-Bewegung entsteht. Also die Lücken werden Schritt für Schritt gefüllt und es entsteht eine Annäherung. Das ist eine spezielle Qualität und auch ein spezieller kreativer Prozess, den ich einfach gerne mit in dieses Thema, in diese Aktion einbauen wollte. Und ich freue mich, wenn ihr euch darauf einlasst. Ihr stimmt euch im Dezember einfach jeden Tag für ein paar Momente auf das Thema ein, spürt rein, macht euch ein paar Gedanken dazu und dann zeichnet ihr in das Feld hinein, was euch einfällt. Farben, Formen, Symbole, Worte, auch figürliche Situationen, kleine Illustrationen, Ornamente, Muster, alles, was euch einfällt. Und immer mit dem Thema Freundschaft im Herzen. Hier ein paar Gedanken von mir dazu. Was bedeutet für dich Freundschaft? Was zeichnet Freundschaft aus? Ist es ein gemeinsamer Ethos? Sind es gemeinsame Interessen? Sind es Schnittmengen? Ist es eine gemeinsame Geschichte oder eine gemeinsame Zukunft? Oder eine gemeinsame Andersartigkeit? Ist es die Neugier aufeinander, das aufrichtige Interesse aneinander, das Füreinander-Dasein, das einander fördern? Und das bedeutet auch, einander die Wahrheit zu sagen. Den Mut zu haben, die eigene Wahrheit auszusprechen und auch die Wahrheit des anderen klar zu sehen. Für mich funktioniert eine Freundschaft nur mit Souveränität, mit Respekt und Achtung der Unterschiedlichkeit des anderen, mit Aufrichtigkeit, Treue. In einer Freundschaft geschieht eine souveräne Begegnung, keine Abhängigkeiten, keine Unterdrückung, keine Unterwerfung. Wie unterschiedlich können Freunde sein?
Eine Freundschaft zwischen zwei sehr unterschiedlichen Wesen bringt eine große Bereicherung mit sich. Ein sehr großes Lernfeld. Man lernt viel von dem anderen und erweitert dadurch die eigene Welt. Die eigene Welt wächst und erweitert sich. Das ist ein sehr schöner Prozess. Doch ist das immer möglich? Kann jeder mit jedem befreundet sein? Welchen Wert hat Freundschaft in deinem Leben? Mit wem pflegst du Freundschaft? Wir können Freunde sein mit anderen Menschen. Wir können auch Freunde sein mit Tieren, mit Pflanzen, mit Orten, mit Elementen, mit Wesen, die für unsere physischen Augen nicht sichtbar sind, aber für unser Herz. Wir können befreundet sein mit Planeten, zum Beispiel mit der Erde. In diesem Fall bedeutet eine Freundschaft, die auf Souveränität basiert, dass wir einander nicht ausnutzen, nicht ausbeuten. Wir können Freundschaft pflegen mit der Natur, mit der Schöpfung, mit dem Leben. Und wir können und sollten auch eine innige Freundschaft mit uns selber pflegen. Was nährt eine Freundschaft? Und was können wir für unsere Freundschaften in dieser Zeit tun? Nehmt euch jeden Tag etwas Zeit, um in dieses Thema einzutauchen. Und dann zeichnet los. Wenn viele von uns das täglich tun und das einen ganzen Monat lang, erschaffen wir ein sehr kraftvolles Feld, in dem die Qualitäten Freundschaft, Verbundenheit, Wärme und Wertschätzung schwingen. Und das ist etwas, was wir in dieser Zeit sehr gut gebrauchen können. Neulich ist mir ein Zitat begegnet von William Blake, dem englischen Dichter: Dem Vogel ein Nest, der Spinne ein Netz, dem Menschen Freundschaft. Das hat mich damals sehr berührt und ich freue mich, dass ich das jetzt in diesem Rahmen mit euch teilen kann. Im Dezember seid ihr natürlich auch wieder herzlich eingeladen, auf Instagram euer tägliches Zeichenfeld mit den anderen zu teilen. Benutzt hierfür den Hashtag Meine Zeichnung für Freundschaft 2020, My Drawing for Friendship 2020. So könnt ihr euch täglich auch wieder aneinander freuen und miteinander freuen. Und nachdem der Dezember vorbei ist und damit auch das Jahr und das neue Jahr beginnt, seid ihr gern willkommen, mir euer fertiges Werk wieder per E-Mail zu schicken. So wie auch bei der September-Aktion mache ich gern wieder ein Video draus. Das war ein sehr schöner und berührender Prozess für mich und ich hoffe, ihr habt das Video schauen genauso genossen, wie ich das Video schneiden genossen habe. Ich denke, es ist alles gesagt. Ich freue mich auf Dezember. Lasst uns gemeinsam einen machtvollen Raum der Freundschaft und Verbundenheit ins Leben zeichnen. Mit einem wachen Geist, mit einem liebenden Herzen und mit einem entspannten Körper. Wir sehen uns. Bis dann.